Also, wenn Sie zu uns kommen, dann werden wir erstmal versuchen herauszufinden, was bei Ihnen eventuell ursächlich sein könnte, dass es bisher leider nicht funktioniert hat. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Paare, nicht alle natürlich, wie immer im Leben, dass die meisten Paare zu uns kommen, wenn so ungefähr ein Jahr vergangen ist, dass sie versucht haben, regelmäßig Verkehr zu haben, den Eisprung zu nutzen. Da sagt man ungefähr, dass pro Zyklus, pro natürlichem Zyklus, ungefähr 25% der Paare schwanger werden. Wenn das länger als ein Jahr gedauert hat, nach einem Jahr sollten eigentlich so ungefähr 80–90% der Paare schwanger sein. Und dann ist es aber auch so, da ist noch lange kein Ende der Fahnenstange erreicht, sage ich mal. Und das ist auch in der Regel noch kein Grund, verzweifelt zu sein, wenn das länger nicht funktioniert hat. Wenn es nach einem Jahr, wie gesagt, noch nicht geklappt hat, dann sind aber auch da die Chancen bis zu 2 Jahre wieder genauso, dass man pro Zyklus ungefähr 25% Wahrscheinlichkeit hat, dass es funktioniert. Wenn Sie dann zu uns kommen, dann versuchen wir erstmal herauszufinden, gibt es irgendwas, was Ihre persönlichen, individuellen Chancen vielleicht reduziert. Also dass vielleicht doch irgendeine Erkrankung da ist, die das Ganze etwas schwieriger macht, dass organisch vielleicht was nicht in Ordnung ist. Wir machen dann ein sogenanntes Zyklusmonitoring, wir machen viele Blutuntersuchungen. Immer wenn Sie zu uns kommen, gibt es letztlich eigentlich eine Blutuntersuchung und wir gucken, was bei Ihnen dann wirklich ursächlich ist. Wir versuchen dann auch immer den Partner ins Boot zu holen, dass der Partner einfach auch weiß, er spielt auch eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache und dass wir einfach wissen, ist vielleicht bei den Spermien irgendwas, was da vielleicht ursächlich sein könnte, dass die Spermienqualität nicht in Ordnung ist, das versuchen wir dann auch rauszufinden. Häufig schicken wir die Männer dann, wenn sie möchten, zum Urologen, dass dann da das Spermiogramm abgegeben wird, dass wir gucken, dass da alles in Ordnung ist oder vielleicht auch ein zusätzlicher Faktor ist. Letztlich sagt man ungefähr, beide sind gleich häufig verantwortlich, wenn man das so sagen darf, für die ungewollte Kinderlosigkeit. Also gucken wir auch natürlich bei beiden. Und dann, wenn wir dann letztlich in Behandlung sind, dann kommt es ein bisschen darauf an, was wir bei ihnen durchführen, wie die Chancen dann sind. Die sind eigentlich pro Zyklus immer so um die 25%. Auch wenn wir mit ihnen im Boot sind, sind tatsächlich die Chancen nicht viel höher. Wenn man dann bestimmte Behandlungen macht, wenn es dann wirklich Richtung künstlicher Befruchtung, IVF-Behandlung geht, dann sind die Chancen dann schon höher, weil wir manche Sachen dann einfach ausschließen während der Behandlung. Da kommt man dann ungefähr auf 40%, wobei pro Zyklus, wobei die Chancen letztlich relativ abhängig sind von dann dem Alter der Frauen. Das ist so. Das Alter spielt eine wesentliche Rolle bei unseren Behandlungen. Je älter die Frauen sind, desto schlechter, sag ich mal, ab Ü36 sind die Chancen, dass es funktioniert. Da sollten Sie dann auch nicht so lange zuwarten, zu uns zu kommen.